Hat ihn zelfs gedenkt? Ah. Laat ons singen Nummer 41. Sein. Und wenn wir uns Gedanken mehr an Krieg überlaufen und Gnade und Gerechtigkeit, mir ist es sehr wichtig, weil wir über nur zu denken, Krieg wir denken und wir haben einen gerechten Gott und er ist bloß genug, dann ist es auch gerecht, der Teusin sehen hat geschickt zu sterben für meine und deine Sinn. Und dort soll uns immer alles mit mir an zu loben und zu preisen, der Teil hat sein Sinn geschickt, für uns zu sterben, für uns zu leiden, für unsere Sinn zu betonen, und dort wir sogar gerecht. Wir können uns Menschenverstand nicht begreifen, wo gerecht Gott ist, aber weil wir am Loben und Preisen, wo immer wir können. Möchte Herr sein Wort segnen. Können wir vielleicht noch Hauptneigen zum Gebet, bitte? Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und ich danke dir ganz von Herzen, dass du uns diesen Tag noch weiter gegeben hast. Ich danke dir, dass wir uns das hier dürfen. Versammeln noch weiter ab diese Wahrheit, dass wir kein dein Wort wiedergeben. Ich freue dich bloß um deinen Segen, für den Schutz, und dass du uns sagst, ich bin sein, musst du besonders auch mit der Predigt sein, direkt gesagt, ich bin in Schenkgnade, dass ich kann Wort so predigen, dass dir das wohlgefällig ist. Und halb uns, dass wir als Tauherrscher, dass wir einen Gier in Empfang nehmen, und wie du wollen was mit tun. Ich bete dir auch für die Kindergeschichte, musst du dort dich bei sein, musst du in jedem ein, wie uns von dir Tauherrscher nicht, segnen und dich bei sein. Das bete ich in Jesus Christus in Namen. Amen. Goed, Kinder. Van der wil ik mal zijn, als ik Ihnen eine Geschichte vertellen. Diese Geschichte, die ich Ihnen vertellen, die handelt sich von Jeremy und Stella, dat bij een primus en ze weer bij ihre Oma. Wel mal zijn wat ze doen worden onrechten, wanneer ihre Oma een Mittagsschlaf holen hat. Mir ist so langweilig, sagt Jeremy. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Tag uitholen, so warm es ist. Hey, ich wollte, sagt Taylor. Laat uns nu Taylors Pan gehen und du musst schwammen, sagt Stella. Ich wollte nicht. Wir würden lieber nicht sein. Der Oma hat gesagt, wir sollen nicht nur diesen Teich gehen. Wenn du also noch ein großes Schild, das sagt, nicht fischen und nicht schwammen. Krieg wieder Futter als der Sand, sagt Jeremy. Und bitte dem sei wir unsere Oma dann angehorsam, wenn wir durch schwammen gehen. Oh komm, sieh doch abenteuerlustig. Wir wollen nicht fischen und wir können schwammen. Wem interessiert ein altes Schild? Wie können sie tun, als haben wir dort nicht mal gesehen, oder wir können nicht mal lesen. Bitte dem, unsere Oma wird dort nicht mal wollten. Sie erst Buben, ab dem Bein und halt mit Mittagsschlaf. Wir wollen halt lesen, was sie ab ist. Wir wollen ganz schnell zurückkommen und wir wollen Kinder vertellen und Kinder was dort erfahren, sagt Stella. Ich denke nicht, dass wir wollen sagen, sagt Jeremy. Das Schild war dort für einen Grund abgestellt. Guck mal, das Schild ist nicht für uns da, das ist für die, die nicht von hier wohnen, die nicht hier wohnen. Das ist alles. Ich gehe, als die Jesser nicht, sagt Stella und ran aus dem Haus. Taylors Teich wird ganz eng, wie der Gas von der Darb
En dat weer een schmakkerteig. Stella hat al de ganze Sommer wilde hangen, wat ze bij ihrer Oma wieren, du hangen en du mit schwarm. De Teig der hat schmacke, Becherraum, mit roodblijven bloem. En viele wilde bloem wieren du so. En schmacke, grote, groene boom wieren, ganz om Water, wo du einmal rein bleiben. Am Fuß hing den Teich du wie nach ein kleiner Wild. Du kannst einmal reurüt und kannst von der kalle Water trinken. Wenn heu nicht du dich bewohnt, wenn soll nicht so dich bewohnt, wird du nicht mehr wollten, dass du ein Teich wird. Du wird bloß glauben, du wirst ein doll Becher. Wow, das ist doch ein großer Teich, sagt Schirmi, als du durch die Becher kommst. Ist das nicht wunderbar? Rob Stella, komm, lut ans Nan springen. Die ist fahr, ich saß mir schon mal bei diesem Baum, du und beobacht die, sagt Jeremy. Jung, die besser bei den Ola, sagt Stella, als sie Nan sprang. Im Funk und Raum zu sprezen. Nur ein paar Minuten rob sie, hey Jeremy, das Futter ist so kalt und maglich. Aber Jeremy wird nicht zu fein. Stella stieg im Futter und Funk und anzukehren. Komm schon, Jeremy, sagt sie, wo bist du? Das ist nicht mal lustig. Nur ein paar Minuten, wo sie gesagt hat und immer noch am nicht gefunden hat, wir Stella wirklich besorgt geworden. Sie entschied sich, sie braucht taub. Oma, ruft Stella, als sie Hies gerannt kam. Jeremy fehlt, kann am nicht finden. Wort, sagt Oma, wo hast du am Platz gesehen? Wie Tyler stand. Als ich im Wutter sprang, sagt Jeremy unter einen Baum. Und ich war ein paar Minuten rein, und als ich am Robt, wäre nicht mehr durch. Aber, lut ans Haupt roben, und dann nur käten, als wir am Ernst gefallen. Ich hubte es nicht verdrunken, robt Oma. Wort, robt Stella. Wolltest du nicht? Jeremy kann nicht schwammen, sagte Oma. Dort hat mir niemals gesagt. Spöri, lut ans, du Hand ran im Fing, als wir am Fing, sagte Oma. In sie rannten topen im Teich, wo die Blitzen in der Feuerwehr all ankamen. Alle ropen Jeremys Namen und sagten nur an. Einmal ropt ein Blitz, ich habe ihn gefangen. Und heu und Jeremy kam aus dem Wild zu gehen. Oh Jeremy, wo wirst du? Ropt Stella, als sie nur ihren besten Freund dran. Ich dachte, die wäre was schrecklich passiert. Wenn ich die nicht mehr fing, wäre ganz gut. Ich will bis mit dir in den Wild zu gehen. Okay. Nie zei de Oma, niemand die mat wie Tränen Hies gehen und wir machten uns mit zu vertalen. Zu Stella sagt sie. Ich weiß als, sagt Stella, dass ich angehorsam gewesen wäre. Okay, gut. Aber ich wusste nicht, dass Jeremy nicht schwammen können, sagt sie. Und dann sagte Oma, kreiden und aus der Ökol können schwammen. Wenn ich ihnen total oft gesagt, dass die nicht können schwammen, du so, dann sei ich angehorsam, wenn die dort danach tun. Auch wenn die Berghunden können schwammen, könnte was Schreckliches passieren. Das wollte ich, sagt Stella. Aber dort wird so heute langweilig und dachte ich, dann können wir mit Schwarm gehen. Das verstehe ich, dass das langweilig nochmal ist. Und wenn du Regeln sind, dann musst du dir gehorchen. Dann musst du einfach tun, was du erst wegen Regeln sind, Pferden tust, damit die in Sicherheit sind. Komm, lut uns nach Hause gehen, du hast eine Abgabe, der wird die durch die ganze Weg, alle Tage musst du ein bisschen mit schaffen, und dann war wieder einfach so, dass die Abgaben durchmerken, die sind durch die Bibel, und du sollst einfach lernen, gehorsam zu sein. Gut, Kinder. Ich habe einfach sein, dann kommt der Ernst, was man, wo wir uns ein klein bisschen machen, grillen, nicht? Dann erkennen wir einmal, dass wir angehorsam sind. Kriegst du Stella muss, dort nicht erkennen. Sie hat sich gegrillt, dass sie diesen Jeremy nicht mehr fängt, und nie wird sie, hat sie sich gegrillt, und nie erkennen sie, dass sie wirklich angehorsam werden. Erst wird er dort don't, und nie wird er dort einmal wichtig geworden. Und wir haben in der Bibel ein paar, dass wir sollen an sie Eltern gehorsam sein und die ehren. So, und wir dort sein, nur zu kommen. Lass uns noch sehen, Nummer 199.
Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich grüße Ihnen doch alle ganz herzlich von meiner Seite in diesem Morgens. Und bitte um Entschuldigung, manchmal weil die Technik nicht ganz schaffen, aber ich freue mich doch, dass wir das Chance haben. Wir wollen uns von dir über Gebrekenheit mal was Gedanken mehr. Und dazu möchte ich mit Ihnen auf eine Psalm 51 gehen. Über Gebrekenheit einmal ein klein bisschen über denken. Wenn wir uns vor die Frage stellen, was meint Gebrekenheit, oder was ist Gebrekenheit, oder was verbrechen, im Allgemeinen würden wir sagen, dort verliert ganz den Wert. Wenn wir nur an heutig denken, was du Gebrechen ist, oder an Gläser, oder an Spiegel, oder wenn wir auch denken an Möbelstücke, was zwei Gebrechen würden sein, oder auch sogar bloß Kreuzer da an, oder wenn wir in Hand oder in Bächsen oder so einen Riss haben, ja, wenn wir sagen, dass das Eierreden ist, dann verlässt das ganz den Wert einmal oder teilweise den Wert, das ist nicht mehr dort Wert, wo das anders ist. Und doch, aber in Gott seine Augen ist Gebrekenheit rein ganz anders. In Gott seine Augen ist Gebrekenheit wirklich, was wird fallet. Dort ist dort, was Gott seine Genut bewegen hat. In Psalm 34, Vers 19, du sagst, nu ist der Herr doi, wat in gebrechenet hort han, en wat in geschleeunen jes han, doi det heraden. Psalm 51, Vers 9, das ist in uns Text auch, der wo wir noch lesen, der Opfer Gottes sind ein verbrechener Jes, in ein verbrechenet, geschleeunet hort, wo du Gott nicht verachten. In Jakobusbrief, du lest, wie dort Gott war, steht den Hüchmädchen, aber den Demütchen, den darf er genut. Und ich denke, das ist Gott sein Plan für uns Leben, dass wir gebrechen wollen in unserem Leben. Wie wollen wir in unserem Tag so klar sein? Im Feriensonntag, dann hat wir den Tag, steht Johannes Kapitel 2, betrachtet, wo Jesus den Tempel reinigten dort. Und das ging darum, dass die Menschen Gott sein Haus ganz und gar veranreinigt haben. Und Jesus reinigt den Tempel. Jesus gebrechen, war dort, Jesus wir ganz abgebracht gewesen, oder ganz gebrechen gewesen, dass sie Gott sein Haus so anreinigt haben. Und wir wurden auch aufmerksam gemerkt, dann uns hart prüfen zu lassen von Gott, damit wir uns Bild bewusst werden, als wir auch sind in unserem Leben haben, was fehlt Uterrenien. Und ich denke, wenn es darauf ankommt, oder wenn wir sind in unserem Leben haben, der einzige Weg, wo wir sind in unserem Leben können, richtig konfrontieren oder richtig Worte mit zu tun, das ist der Gebrekenheit. Uns Tags wird uns dort eigentlich sehr klar wiesen. Gebrekenheit, das ist ein Wort, was wir am liebsten nicht so hören von reden. Gebrekenheit, das ist ein Wort, was sich in unserer Zeit verhebt, gleich angenehm hören. Und ich denke, das Problem in unserem Leben, und besonders in der von ersten Tag, wo wir leben, dort ist dort alles, was uns unangenehm ist, oder alles, was uns nicht gerade angenehm ist, dort soll wir aus einer Problematik an, oder dort soll wir aus einem Trouble an. Und wir denken so, dort muss wachgeschafft werden. Und mit uns, denke ich, so wie all so ein Fan geworden, dort wir krass so tun, dass wenn dort Lichtchen angehen, dort mit den Motor was nicht stimmt, dort wir irgendwo versägen, ab einer oder andere Weg, den Droht zu plagen, oder dort Lichtchen aufzumerken, mit uns dort nicht bodern dat. In unserer verdeutschen Zeit, hier wir immer die wird, so kommen Jesus, da wird alles besser werden, bekehrt, da wirst du nicht Leben führen, so. Und ich denke aber so, nur die Bekehrung, dann fängt es richtig an mit dem Kampf. Und immer war, weil die Sinn uns unternehmen. In Hebräerbrief, wo wir abgefordert, wir sollen den Sinn von uns looten und wir sollen abchecken Jesus. Wenn es der Sinn uns immer war, unangenehm wäre. Und was merken wir? Und ich denke, wenn der Sinn in unserem Leben ist, dann wird es ganz besonders stur dass wir gebrechen wollen. Gebrechen ist die beste Antwort auf den Sinn, wenn der Sinn in unserem Leben ist. Mir hat mal Psalm 51 zu lesen. Ich lade ihn an, in Psalm 51 gehen und wir wollen den ganzen Vers, den ganzen Psalm einmal überlesen. Psalm 51, dem Versänger, ein Psalm Davids, aus dem Prophet Nathan am Tschäum,
nur dem, dass heute Bathseba angegangen wird. O Gott, sieh mich gnädig, ne deine Güte. Schauf meine Übertretungen, ne deine große Barmherzigkeit. Wasch mich völlig rein von meiner Schuld und reinig mich von meinen Sinn. Wenn's ich erkann meine Übertretungen und meine Sinn als alle Zeit für mich. Und die allein habe ich gesündigt, in gedun, was boys es in deine Augen. Du mit dass du recht hältst, wenn du redst, und dass du rein durchstehst, wenn du rechten lässt. So in Schuld sind ich geboren, in den Sinn habe ich meine Mama empfangen. So du verlangst eine Wahrheit im Innerlichsten. So lob mir Weisheit erkannt. Merk mir rein mit Üsop, so wo ich rein. Wasch mich, so wo ich witte aus Schnee. Lob mir Fried und Wonne hier, damit dass die von den anderen Menschen wiesen dat. Bei David hier so merkt wie dort, wo je Brecken he erst, weil he sagt nicht, jo Bathseba, der hat mich verlockt. Der hat mich du nicht sollt verlocken, und dann würde es nicht so weit gekommen sein. Der hat dort alle verursacht. Sie hat es nicht sollt zu dort tun. Aber Paulus selbst schrift auch, und Paulus selbst ist es auch so bewusst, wo seine sind, alle Tag und alle Zeit für am ist. Und Paulus sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Paulus wie wirklich so gebrechen. Am denkt nicht auf andere zu wiesen. Was sagt David hier so? Im 6. Vers zu sehen, wie allein und die hat gesündigt. Und ich habe dort getan, was schlecht ist in deine Augen. Was hat David durch seine Gebrechen hat hier erkannt, was seine sind? Er erkannt hier durch seine Sinn, dass er der Früh von einem Deuner Gottes, Uriah, dass wir wirklich ein Säuerfähner hält, dass wir ein Säuerfähner Deuner. Da hat er veranreinigt, ihr habt sogar Mord begonnen, so, und dort ist richtig schlimm in Gott seine Augen. Er hat sich an Gott verschuldigt. Am Tempel verhebt nicht darauf an, dass er selbst für ihn weiter beschuldigen für seine Fehler oder für seine Schwierigkeit, was er durchgehen hat. Aber dann kommt hier noch ein wieder, und dort ist das zweite Ding. Diese Sinn, die schafft Erinnerungen. Und ich glaube, dort kriegt viel die Gebrekenheit. Im Vers 5 mag ich noch einmal ein bisschen gehen. Und dort sage ich, wenn ich erkannt meine Übertretungen und meine Sinn, als alle Zeit für mich. Woher sagt David hier so, meine Sinn als alle Zeit für mich? Erstens mal, so ich will sagen, David hat das Psalm ungefähr ein Jahr nur dem, was er das getan hat, beschrieben. Hat David ein Jahr gewacht mit Buße tun? Nur in jedem Fall nicht. Er hat nicht ein Jahr gewacht mit Buße tun, sondern er hat Fußbuße getan. Aber was wird dann passiert? Diese Sinn, die kommen immer weiter für David, immer weiter wie die für seine Augen. Und woher ist das so? Ich weiß nicht, was sonst mal abgefallen ist, aber dort ist dort wie Menschen sind nicht gemerkt haben für jeden. Ich denke, mit einem Mensch zu schaffen, was für jeden das, mit denen ist das schwierig, zu schaffen. Dort ist eine ganze Schwierigkeit, wenn wir was für jeden tun. Dadurch passieren sogar Fehler. Jo, wenn der Mensch von der ersten Tag vor dem Doktor fahren, der Doktor hat sogar ein Wort, ab Spanisch sagt man Amnesia, oder Amnesia Hochdeutsch, wenn irgendwer vor dem Doktor fahren und sagen, er hat Trouble mit Verjetsamkeit, dort hat für jeden dort. Für jeden, dort ist nicht normal. Nicht für uns Menschen. Für Gott, für den ist das normal. Gott sagt, dass wenn heute Sinn für jeden das, dann schmidt er in das Däubste Meer und heute für Jahre. Und wir Menschen sind dann auch immer der Meinung, und wir denken so, ja, wir machen das Sinn auch für jeden tun. Aber eigentlich ja das nicht. Ich möchte uns mal ein Beispiel geben. Wenn wir eine Frühfrau, die ein Kind aufgedreht hat, und sie nur dem vielleicht wieder in sein Leben hat, oder mit irgendwas braucht ihr Gewissen zu betreiben, wenn sie dann zum Beispiel ein Jahr Luther, wird eine andere junge Mama begegnen mit einem einjährigen Kind, kriegt sie ein älteres Kind, dann wird sein, dann wird die früh ganz, ganz kaputt. Und das Krax ist, wenn ihre Sinn geruht geworden ist, und das alle plötzlich kommt das in ihre Erinnerung, sie denkt an, und sie braucht ganz taub. Also, dann ist das von alle vom Frischen, du so ist. Ich denke, eine Sache, wo viele Menschen leben von der ersten Tag in den Sinn. Vielleicht werden sie befreit sein, in den Nun befreien, dann wünschen sie sich so sehr, wenn sie die Vergangenheit können auflaschen,
wenn dort und nicht wir, am dort zu ihren reichen Ehepartner wirklich genießen können. Und das ist so im Stich. Menschen sind eigentlich so ja kaputt über die Erinnerungen von ihrem Sinn in ihrem Leben. Dort wem zu sein, ja, wir sind ganz kaputt über die Erinnerung. Es soll ja häufig, dort man dort tät. Immer wahrer, kommt der Sinn, du so fair. Und ich denke, wir sollen nicht ein Mensch Mutmerken sein für jedes aller bloß, sondern wir sollen viel mehr sein, scheint dort, die dort bewusst worden ist, dort Sinn uns Luther in Erinnerung kommt. Willst du das für eine Ursache? Die Psalmist-Schrift hier so, und dort sagt hier so, und die allein hat gesündigt, in Jedun, was schlecht ist in den Juden, du mit der Tür recht hältst, wenn du redst, in rein durchstehst, wenn du rechten lässt, ja. Und noch eine Sache, meine Sinn ist alle Zeit fertig. Ich möchte uns mal ein bisschen Beispiel merken, warum es dort so, dort sind immer wahre Träger in Erinnerung kommt, und warum hat Gott dort nicht so gemerkt, dort der Sinn, was wir in unserem Leben getan haben, dort wir nicht verjeten können. Dort wir einfach nicht jetzt so weich zu schaffen. Stellen wir uns mal vor, was würde passieren, wenn wir dort verjeten würden, dort viel heute ist. Ich denke, wir würden unsere Hänge so abheben und würden sie denken, immer wahrer kommt das an unsere Hänge an. Weiß nicht, was dort passieren wird. Aber wir halten nicht im Denk, viel ist heute. Mit viel können wir nicht spielen. Und wenn wir mit viel spielen, dann verbrennen wir uns. Und ich denke, wenn uns der Sinn nicht wahrer so bewusst wird, wenn uns der Sinn nicht in Erinnerung wird kommen, da würden wir niemals zeugen, seine Genut, in Gott seine Barmherzigkeit, wo er uns verjeft hat. Wir wurden durch die Erinnerung von der Sinn gewarnt, den Sinn nicht nochmals zu tun. Ich denke, David, wie an diesem Zeitpunkt so gebrechen über seine Sinn, dort am wo dort nicht mal um Kopf kommen, dort am Janker den Sinn frisch zu tun. Ja, Gott braucht die Erinnerung von der Sinn in unserem Leben, um uns trag zu wiesen, um uns trag zu halten, um uns abzurufen zu der Buße und um uns eine Gebrechenheit zu schenken. Wir möchten dort, wo Gebrechen David hier ist. Ich habe uns dort feststellen, seine Sinn, der wir am Verüben, und an die allein hat gesündigt. In jedun, was böse ist, in die jedun, was schlecht ist. Im Gegenteil, was ist es mit einem Mensch, was an der Erinnerung von seinen Sinn aus dem Weg gehen lässt? Das passiert so häufig, das soll wie immer wahr. Der wiest immer, ob der Sinn von anderen Menschen, um seinen Nächsten, so auf den Nächsten Schuld für seinen Zustand, wird sein Gewissen betreiben, indem das über den Fehler von den Nächsten reden lässt, sich abgerecht merkt über den anderen seinen Sinn. Aber ich denke, so sollte in unserem Leben niemals nicht sein. Liebe Brüder, liebe Schwester, lud uns doch, darauf bedacht sein, dort Aufschieben von der Erinnerung, von unserem Sinn, dort uns dort nicht die Gebrechen führt, sondern dort beleidigt Gott, wenn wir dort wegschieben wollen von uns. Gott hat dort so, dort uns dort verüben kommt, damit dort wir lernen, wo gütig und wo gnädig er ist. Stellen wir uns vor, wenn wir den Sinn können ganz mit unserem Leben rückschaffen, wir würden nicht mehr an denken, da würden wir auch für jeden zu zeugen, von was Gott uns geraten hat. Ich würde noch aus einmal ein Prediger muss predigen ab sein Fuder sein Begräbnis. Der starb all von 54 Jahren, der Fuder, wenn es so gebunden wie an Kokainbrücken. Und der Fuder, der hat seine Mama verloren, und das Prediger, der hat sich Luther können bekehren, aber er war es ab aus einer Weise. Kort gesagt, bloß aus mit seiner Mama taub und hat ein ganz schlimmes Leben in seiner Mama, weiß ich nicht, und dann muss er das übergepackt bei seinen Onkel abfassen. Und so wird er groß. Aber Gott, in seiner Not, tragt das ein Prediger ein Tag und er kann sich bekehren. Und als du dann erst, und er predigt hat mir auf, und mit einmal brach der Prediger taub, wenn es am Wort so verüben, kann das so verüben, wo er auch hat in Sinn gelebt und von was Gott am Gerat hat. Und heute wird Gott so dankbar, dass Gott am Rüt gehalten hat in sein Leben. Und ich denke, wenn Gott uns Gebrechen schenkt, wenn Gott uns eine Gebrechen führen lässt, du musst wie Gott verdanken, weil es dann wird Gott uns korrigieren kann, dann wird Gott uns ab seine Genut und seine Barmherzigkeit immer wirken kann, und wie wollen seine Zeugen sein dafür. Das nächste, was wir hier so sagen, das ist,
die gebrochen hat, die trennt uns von Gott. Im Vers 10, du sagst dort, lud mich Fried und Wonne hier. Du möchtest dort die Gebeine verlocken, der was du verbrochen hast. Ja, ich denke, hier ging es um, dass heute war Fried und Wonne haben. Heute war durchkommen. Ich denke auch, dass es korrekt, was das Volk Israel sagt. Lass uns mal in Jesaja gehen, Jesaja, das erste Kapitel, und uns deren Zustand ein bisschen betrachten. Und du merkst, wie das auch, dass das Volk Israel das sagt, ob eine so eine Fried, aber das funktioniert eigentlich nicht. Wir losen uns diesen Tag auf Sonntag, und du sagst das hier in Jesaja Kapitel 1, Vers 10 und wieder. Hier doch das Wut von Gott, je Fürsten von Sodom, nehmt zu Uhren und nehmt ihn dort zu horten, dort Gesetz von unserem Gott, die Volk von Gomorra. Was soll mir die ganze Menge von jenen Schlachtopfer, sagt der Herr, ich sie die Brandopfer von Widden in dort Fahrt von Maßkalver überdrüssig und um Blut von den Jungstier in Lämmer und Böcke ha ich kein Gefühl. Wenn die kommen, um für mein Ungesächte erschien, wer verlangt es von jünd, dort die in meine Fürhöfe kommen, bringt nicht mehr für jegliche Späßopfer. Riekerburg, dort ist mir furchtbar jen an. Niemand in Sabbat, Versammlungen holen, Frevel verbunden mit Fastgedränge, dort verdreht nicht. Jene Niemunden in Fasttiden hasst meine Säul, und so sind mir zu einer losgeworden, wenn's ich ein Moi dort zu verdrehen. Und wenn die jene Häng utbreiten down, verhülle ich meine Uhren verjünd, und wenn die noch so viel beten, hier könnt doch nicht, wenn's jene Häng sind voll Blut. Wurst, reine Jünd, dort das Schlechte von jünd wach, was die getan haben, von meine Uhren wach, und hiert ab, Schlechte zu down. Lied Gode zu down, tracht ne de Recht, und halb den Bedreckten, schafft de Weis Recht, und führt den Reichsstried für die Wirt früh. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, sagt der Herr. Wenn jene Sünden doch blutrot sind, sollen sie wit worden sich zu Schneu. Und wenn sie rot sind, das Karmesin und Scharlach, sollen sie wit zu Wohl worden. Sei je ehrlich und gehorsam, so soll je dort Gode vom Land eten. Wenn je aber nicht weigern und widerspenstig sind, so soll je vom Schwert gefreten worden. Jo, dort Mühl von Gott haft das selbst geredet. Hier sind wir in das Volk Israel, und dort hat sich ganz von Gott getrennt, durch Wort, durch Sinn. Sinn, dort trennt er von Gott. Und ich denke auch, wenn man seinen Charakter dort sagt der Psalmist hier so, er sagt, du möchtest die Gebeine frohlocken, was du verschlagen hast. Und andere wird, du möchtest die Knirkes, wahre Hollentchen, die was du verbrechen hast. Das ist, was das eigentlich meint im Urtext. Wenn wir einmal ein klein bisschen deutlicher in diese Versen hier angehen, dann, wo es so ein Verlangen hat, gereinigt zu werden von Gott, und dort seine Sinn wachgeschafft wird von Arm, dort merkt wir dort seine Gebeine am ganz, dort seine Sinn am von Gott immer war dran deut, und dort hat wirklich ein Verlangen, gereinigt zu werden von Gott. Ich denke, wir leben von der in einer Zeit, wo das Wort Gottes Bild so verwäscht und doof geworden ist. David, der hat ein so Wort, ein so Leben, das Gottes Bild. Und er hat ein Verlangen nach Gott. Von der wird wieder über so drehen, von der schon Tag wurde das so gedreht, ich hoffe nicht, das wieder zu tun, aber dort wird so gedreht, dass Jesus hat ein Verlangen die. Und wir merken dort über David seine Gebrechen hat, dort auf Armen verlangen nach Gott. Jesus brückt die. Und wenn du nicht in Jesus kämpfst, dann brägst du Arm dort hart. Und hier sagt dort über gotthafte Gebrechen. Und ich denke, gerade so ist Gott nicht. Gott ist wirklich ganz beleidigt über den Sinn. Gott ist vollkommen erhaben. Am fehlt es an uns. Am fehlt es gleich an David. Aber David fehlt es an Gott. Und David fehlt dort Gott am wird vergeben. Und David fehlt dort er wird gereinigt worden. Dort er wird gebrochen worden über seine Sinn. Du möchtest er auch können gereinigt worden. Diese Sinn, der trennt am, und dort sagt auch, dort die Wahrheit, die wird wach, so,
dass wir schwinsch geworden, dass wir norwig geworden. Und hij verlangt, dass Gott am Wut waschen, damit das hij war so als Schnee. Hij erkannt dort, dass Gott ein zorniger Gott wir und dass Gott ein Gott wir, was der Rechten deut. Ich denke, wenn der Mensch von diesem Tag denkt, dass Gott ein lebender Gott ist, dann wird er ganz recht an. Aber wenn der Mensch das nicht auch begreifen wird, dass Gott ein so zorniger Gott, dann soll er auch von dort ein bisschen mehr lernen. Er soll wie von dort ein bisschen mehr lernen. Stellen wir uns mal vor, Geschwister, wenn Gott sein Zorn nicht regeln wird und den Utjöten wird, aber sie in ihnen sehen, wenn da der Sinn gemerkt wird und mein Dienst steht, wird Zorn nicht mit Gott sein, über den Sinn, wenn er sie in ihnen sehen, nicht mal verschont wird damit. Und daher wird Gott ein Tag alle Sinn rechten. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 16, möchte ich einmal mit uns lesen. Offenbarung 19, Vers 11 und wieder. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Und ich sag, den Himmel up mir gedun worden, und ich ein wittet Piet. Und da wird durab sagt, dort heut de Trüja, und de Warhof ja. Und der wird in Gerechtigkeit rechten, der kämpft heu. Seine Ühen übersendet es eine Vierflamme. Und ab sein Haupt sind viele Kronen. Und heute tragt den Namen, ein Namen geschrieben, den wird niemand kennt, als bloß heu selbst. Und er ist bekleidet mit einem Kleid, das in Blut eingedrückt worden ist, und sie nun heute dort Wut Gottes. Und der Herd vom Himmel folgten nur ab witte Pied, und sie waren bekleidet mit witte und reine Leinwand. In Uzin Mühl jet ein Schritt schwert, für du mit dort heu der Herdenfelder mit dort schlugen det, und heu wird sie mit einem eisernen Stock werden. Der Weinkelter in sein Grimm von den Zorn Gottes den Allmachen, und heu dracht an sein gewohnt und an seine Haften den Namen geschrieben, der König von den Königen und der Herr von den Herren. Dit ist uns Jesus, dit ist uns Gott. Dort ist da, wo du in Recht, in Gerechtigkeit rechten det. Und du wenn sagte so, und die allein hat gesündigt, und je tun, was schlecht ist in den Juden, du mit du recht beholen ist, wenn du reden ist, du mit du rein durchstehst, wenn du rechten ist. Kriegt den Gedanken, was ich jetzt hat, wenn wir uns der Erinnerung wollen, sein Weg zu schaffen. Wenn uns dort nicht bewusst ist, dass unser Sinn dran geht von Gott, dann steht Gott nicht mehr rein, du für uns. Wenn Gott rechten geht, dann sind wir uns auch reingefangen. Und dann hält Gott nicht mehr reich, sondern dann geben wir uns selbst reich. Und der Psalmist wisst dort, dass er braucht, dass er gebrochen wird sein, dass Gott kann durch. Und ich muss uns einmal abchecken, nicht ab dort zu kicken, was die Welt dabei hat, oder auch ab dort Religion zu kicken, von dessen Jesus, was die Welt so verdreht hat, sondern ab den kicken, was ab dort witte Pierzeiten det. Korrekt, was wir uns in Offenbarung 19, Vers 11 bis 16 lesen können, ab dessen Jesus zu kicken. Ab dort muss ich uns merken. Ein letztens, was ich hier noch betrachten, und dort ist, der Gebrekenheit wird David dort an, dort der Sinn verhindert, die wahre Anbetung. Also bloß der Gebrekenheit kann wir zu der wahre Anbetung kommen. Und ich denke, was machen wir hier im Text? Für was bet David nicht? Oder mit was David nicht abkommen? Er sagt nicht, dass ich mir nur vom Frischen mal abgemerkt, oder ich habe viel stille Zeit gemerkt, ich habe viel Bibel gelesen, Gebet, ob es vor das gleich schlecht ist, aber ob das nicht war, vor das ankommt, sondern durch den ganzen Tag lesen wir immer weiter, oh Gott, sieh mich gnädig, rat mich von meinen Blutschulden, wasch mich, du meine Sünden du wachschaffen und meine Missetaten, reinig mich, lud mich Fried in und du den Ungesicht nicht für mich verstärken, sondern gib mir ein Nien jest, gib mir wahre Fried, und gib mir ein Wellen jest, du mit dat ich kun gestorkt sein, oder stort mir mit ein Wellen jest, du mit dat ich kun das Evangelium wahre wieder drehen, immer wieder. Also David, der hat das angesehen, dass alles, was er kämpft von Gott. Alles,
was am Fehlen deut, um gereinigt zu werden. Alles, was am Fehlen deut, dort kommt davon. Und wie sollen David seine Gebrechen hat, dann kommt aber hier so und sagt, dass der Opfer, was Gott gefallen, dort sind ein Gebrechener Gest. Ein Gebrechener und ein geschlauner Tod, wirst du Gott nicht verachten. Dort ist Gott so viel wert. Uns Fleisch, es wird gebrechnet, immer war das so jen an. Wie mochten dort? Krax ist ihr schon sein, dort, wenn dort teutig mit einmal zwei Gebrechen ist, die Gläser zwei Gebrechen ist, oder irgendwas, was zwei Gebrechen ist von unseren Meubeln, oder die Kleider zwei Geräten sind, was auch immer. Dort ist uns jen an. Und verlässt dort den ganzen Wert. Aber wenn wir selbst gebrechen wollen für Gott, dort wird Gott seine Genut bewegen. Und dort finde ich so ganz gewaltig von diesem Text hier so, dort David dort so eigen sein hat, am der nichts getan hat, sondern am der du am dort Gott doch noch kommen und dort Gott am noch halten, dort heu noch gebrechen sind für Gott. Dort ist, was Gott nicht wird verachten. Wieder sagt er, dort Gott noch wohl da. In mein Gebet wird auch sein, wenn wir diesen Text einmal betrachten, da wird mein Gebet durchab sein, oder so, dass wir dort niemals verjeten möchten, dass Gott ist, was uns geraten hat. Dass Gott ist, was uns diesen Tag auch geschenkt hat. Dass Gott ist, was uns gnädig, barmherzig ist, geduldig und von großer Güte. Und ein wünsche ich aber auch, dass wir dort nicht möchten verjeten, was wir hier kennenlernen, und dort ist, dass in uns Fleisch nicht Gutes wohnt. In uns selbst, in uns Fleisch wohnt nicht Gutes. Und ich wünsche, dass unsere Gebrechenheit uns auch noch dazu bringen, so als David hat. David seine Gebrechenheit bracht am ter Ansicht, in ter Weisheit, in ter Buße. In Gebrechenheit wird auch uns ter Reue und Buße bewegen, zu unserem Sinn in unserem Leben. Ich möchte uns zum Schluss ein paar Vers lesen, in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 bis 18. 2. Korinther Kapitel 4, von 16 bis 18. Darum lud wir uns nicht mutlos merken, sondern wenn auch der äußerliche Mensch zugrunde geht, so wird doch der innerliche Tag für Tag nie gemerkt. Wenn's unsere Bedrängnis, wird bald übergehend ist und leicht ist, verschafft uns eine ewige und ewig allmuten, welche Herrlichkeit. Da wir nicht ab das Sichtbare sein, sondern ab das Unsichtbare. Wenn's was ist, dort ist täglich. Was aber unsichtbar ist, dort ist ewig. Lud uns noch zu beten. Vater im Himmel, wir sind in dieser Morgenstunde war so gesehnt worden durch dein Wort. Wir können sein, dass wo David ein Mann, den ihnen hört, nicht verschont bleibt von der Sinn. Und so do wir auch nicht. Aber wir können sein, was ein Unterschied wir und Amen dort wir, dort hier gebrechen wir über seine Sinn. Und dort du durch, der Buße gelangt von seinen Sinn. Wir können sein, dass wenn du Sinn in unserem Leben gewasst hast, der kommt uns immer weiter verüben. Und Herr, möchten wir niemals nicht versägen, uns Gewissen zu betreiben, oder versägen, dort wach zu schaffen von uns, sondern möcht uns dort bloß du an Denken zu halten, wo gut, wo gnädig und wo barmherzig du bist, dass du uns unsere Sinnen vergeft hast durch den Sohn Jesus Christus. Wirst du uns halten, dass wir durch unsere Gebrechenheit können zu der wahren Anbetung kommen, so als David dort hier in seinen Text. Und dass wir wirklich möchten dort sein, dass es um die geht, nicht um uns. Und dass alles, was wir brauchen, dass es von dir kommt. Schenk uns dort, dass wir möchten gebrechen sein, dass wir in Gebrechen nicht demütigt, in geschlaunet Hort wurden haben, was die kos wohlgefällig haben, was die Not wird bewegen. Willst dann, wird uns dort gut gehen. Wirst du uns sehen. Ich will über eine Sache beten, Herr. Wenn du Sinn in unserem Leben ist, was wir noch sollen bereinigen, dann bete ich dir, dass wir diese Genodenzeit möchten wirklich wahrnehmen. Lud uns nicht in Frieden, du Eva, sondern halb dort, wir würden wirklich in Reue und Buße zu dir kommen. Mit unseren Nächsten alles in Ordnung stellen. Damit du kannst durch uns verherrlicht worden. In die Namen beten wir dort mit Danksagung. Amen. Lud uns zum Schluss noch singen, Nummer 260. Nummer 260.
Ich will uns noch einen Vers mitgeben, aus Jesaja Kapitel 57, Vers 15. Das sind häufig unsere Mitarbeiter auch mit, der wird in der Kinderbibelwerk mitschaffen. Und dort sagt es dit in Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Amen.